Learn German with Anja! Hallo alle zusammen! Ich bin heute hier mit Gabriel von sprachheld.de, oder? Richtig. .de, richtig. Und wir sind gerade hier in Berlin. Da seht ihr die Spree. Das ist der Fluss, der durch Berlin fließt. Und heute sprechen wir über 5 Regeln oder 5 Tipps zum Grammatiklernen, richtig? Genau. Und wir haben schon ein Video für euch gemacht. Das findet ihr auf Gabriels Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Aber jetzt sprechen wir erstmal über 5 Tipps zum Grammatiklernen. Los geht's. Gabriel, was ist der erste Tipp? Tipp Nummer 1 ist relevante Grammatikregeln lernen. In der Schule haben wir es oft so, dass wir eine Grammatikregel nach der anderen lernen und es nicht wirklich klar ist, warum wir gerade diese Regeln lernen. Viel sinnvoller ist es, Grammatikregeln zu lernen, die du gerade in deiner Situation benötigst. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein bisschen sprichst oder ein bisschen schreibst und du merkst, du machst einen Fehler immer wieder bei dieser Satzstruktur, du wirst korrigiert oder du merkst, du weißt nicht, wie du einen Satz bilden sollst oder du weißt eine Vergangenheitsform nicht. Eine Grammatikregel, die gerade für dich relevant ist, solltest du lieber lernen, als zu sagen, okay, jetzt habe ich die Grammatikregel durch, ich gehe mal das Glossar durch, welche die nächste Grammatikregel ist. Lieber nur die Grammatikregeln lernen, die dich auch gerade in deiner aktuellen Situation weiterbringen. Ja, genau. Der zweite Tipp ist Imitation und Nachsprechen von Muttersprachlern. Also zum Beispiel, was du machen könntest, ist Fernsehserien und Filme auf Deutsch schauen und einfach den Schauspielern nachsprechen. Ja, also das Wiederholen, was sie sagen und auch Radio und so weiter. Du kannst ganz verschiedenen Input bekommen und einfach nachsprechen und das imitieren. Damit bekommst du das Gefühl für die Sprache und damit wird das auch viel automatisierter, wenn du sprichst. Dann brauchst du nicht mehr so viel nachdenken. So, und was ist der dritte Tipp, Gabriel? Tipp Nummer 3 ist, eine Regel intensiv lernen, statt mehrere Regeln gleichzeitig. Grammatikregeln lernst du am besten, wenn du sie gut verstehst, wenn du sie anwenden kannst. Und das funktioniert nur, wenn du dich zu einer Zeit auf eine Regel konzentrierst. Das heißt, du solltest nicht mehrere Regeln gleichzeitig lernen und von jeder so ein bisschen, sondern du lernst eine Regel so, dass du sie anwenden kannst, dass du beim Sprechen oder beim Schreiben nicht 20 Sekunden darüber nachdenken musst, wie denn der Satz gebaut wird, wie die Satzstruktur ist, sondern dass es ganz automatisiert wie aus der Pistole kommt. Dann kannst du diese Grammatikregel und erst dann solltest du zur nächsten Grammatikregel gehen. Wenn du nämlich viele gleichzeitig lernst, dann lernst du am Ende gar keine. Ja, wenn du dann am Ende versuchst zu sprechen und dir fliegen diese 5 Grammatikregeln durch den Kopf und du weißt nicht, welche du gerade anwenden sollst und wie die funktioniert, dann wird dich das gar nicht weiterbringen. Also lieber eine Regel gut können, als 5 Regeln nur so, naja. Ja, richtig. Und der vierte Tipp ist passives Hören und auch aktives Lesen. Ja, also einfach zum Beispiel kannst du Radio hören, damit das auch in dein Unterbewusstsein geht und damit lernst du die Grammatikregeln einfach passiv. Aber was auch wichtig ist, ist aktives Lesen. Also zum Beispiel kannst du nur am Tag vielleicht 10 Sätze, 20 Sätze eine Kurzgeschichte lesen und einfach dir überlegen ein bisschen, okay, deswegen ist das jetzt so, diese Grammatikregel und so weiter. Du musst das nicht auswendig lernen, sondern nur sehen im Kontext und dir überlegen, okay, deswegen ist das jetzt Akkusativ oder so ist die Satzstruktur. Nicht auswendig lernen, sondern nur verstehen, so ein bisschen, warum das so ist, weißt du? Und du musst auch nicht alle auf einmal verstehen, auf keinen Fall, aber nur ein bisschen das System verstehen. Würde ich sagen, Lesen ist ganz wichtig, oder? Und so bekommt man ein Gefühl für die Sprache. Genau. Also Kinder lernen ja auch so, sie hören ganz viel und fangen dann an zu imitieren. Und sie lernen jetzt nicht Grammatikregeln auswendig, sondern sie bekommen einfach ein Gefühl für die Sprache dadurch, dass sie so viel Input bekommen. Ja, richtig, genau. Das ist ganz wichtig. Und der letzte Punkt. Tipp Nummer 5 ist, Grammatik ist nicht alles. In der Schule, in den Sprachkursen werden wir immer gedrillt auf Grammatik, Grammatik und Vokabeln. Das sind die 2 Hauptbausteine in jedem Sprachkurs. Aber eigentlich sind Grammatik und Vokabeln nur ein unterstützender Faktor. Wenn du eine Stunde lang dich zum Lernen hinsetzt und dann 50 Minuten Grammatik lernst, dann machst du etwas falsch. Grammatik sollte immer nur ergänzend sein. Was wichtiger ist beim Lernen einer Fremdsprache, ist die Sprache anzuwenden, sie zu sprechen, sie zu schreiben und auch zu hören, wie Anja im 4. Tipp gesagt hat, sie zu hören und sie zu lesen. Und die Grammatik ist nur dazu da, um das zu verbessern und sollte nicht der Fokus deines Sprachenlernens sein.
Ja, genau, das sehe ich genauso, auf jeden Fall. Gut, also das waren unsere 5 Tipps zum Grammatiklernen und wir haben noch weitere 5 Tipps auf Gabriels Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Okay, und damit hoffen wir, dass euch die Grammatik in der Zukunft mehr Spaß bereitet und dass ihr da auch erfolgreicher werdet. Ganz wichtig ist auch nochmal der letzte Punkt eben von Gabriel, es sollte nicht der Hauptfokus sein. Okay, es ist wichtig, es ist ein Baustein, aber es sollte nicht der Hauptfokus sein, weil dann bekommt ihr vielleicht auch zu sehr Angst vor der Grammatik, wenn ihr nur über die Grammatikregeln nachdenkt und dann sprecht ihr im Endeffekt nicht. Und das hemmt, genau. Und das ist nicht das Ziel vom Sprachenlernen, oder? Genau. Genau. Alles klar. Falls ihr noch weitere Tipps habt oder weitere Ideen, bitte schreibt sie in die Kommentare. Ihr könnt auch Gabriels Kanal abonnieren, der ist da. Und ja, das ist alles erstmal, oder? Und ich habe noch einen Kurs zur deutschen Satzstruktur. Da sind auch ganz viele Übungen und die sind auch im Kontext. Also es sind immer Sätze und so weiter. Ihr könnt euch das mal anschauen. Der Link ist auch in der Beschreibung. Okay, Dankeschön und tschüss.